Danke, Gary. Das Thema für das Programm dieser Woche ist Daves Buch Occult Invasion: The Subtle Seduction of the World in the Church. Wir haben in den letzten paar Wochen über eine Beziehung zwischen Evolution und dem Okkulten gesprochen. Heute, Dave, dachte ich, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, was Okkultismus eigentlich ist. Für viele unserer Zuhörer lässt der Begriff sie vielleicht an Magie oder Hexerei denken, aber sicher nicht an irgendetwas, das ihr tägliches Leben berühren würde. Vielleicht sollten wir es zuerst einmal definieren. Okkult kommt aus dem Lateinischen occultist, was verborgen oder versteckt bedeutet. Wenn man es im Webster's New Universal Unabridged Dictionary nachschlägt, definiert es das Okkulte als verborgen, versteckt, geheim, esoterisch, jenseits menschlichen Verständnisses, geheimnisvoll und als Bezeichnung für bestimmte mystische Künste oder Studien wie Magie, Alchemie, Astrologie und so weiter. Es ist eine große Bandbreite. Im Grunde ist es irgendeine Art von Kraft, die nicht physisch ist und nicht durch menschliche Wissenschaft erklärt werden kann. Ich zitiere Archie Fire, Lame Deer, einen Lakota-Medizinmann. Es sind Medizinmänner, Hexendoktoren und so weiter, die behaupten, solche okkulten Kräfte zu haben. Er sagt, Zitat, ein Medizinmann hat geistliche Kräfte, um etwas Übernatürliches zu tun. Nun, es ist nicht übernatürlich, und irgendwo müssen wir uns mit dem Unterschied befassen. Werden wir. Wir werden über Naturalismus und Übernatürlichkeit sprechen. Aber er sagt, was nicht durch die Wissenschaft des weißen Mannes erklärt werden kann. Nun sagst du, naja, betrifft das unser Leben denn? Es gibt viele Leute, die zum Beispiel mit dem Ouija-Brett spielen. Ouija-Bretter, falls sich manche dessen nicht bewusst sind, wurden ursprünglich entworfen, um Kontakt mit den Geistern der toten Soldaten aufzunehmen, die im Ersten Weltkrieg dort drüben in Frankreich gestorben sind. Es dauerte nicht lange, da wurde es das beliebteste Gesellschaftsspiel, noch vor Monopoly. Und sie haben Experimente mit Ouija-Brettern gemacht, bei denen sie das Alphabet durcheinander gebracht haben. Sie verbinden den Spielern die Augen. Sie wissen nicht einmal, wo die Buchstaben sind. Unter diesen Bedingungen bewegt es sich schneller als je zuvor und buchstabiert sinnvolle Botschaften. Du bist in Kontakt mit etwas, das da draußen vor sich geht. Oder Wünschelrouten gehen, Wasser finden. Über 500.000 Brunnen sind in den Vereinigten Staaten entdeckt worden. Manche Leute würden sagen, naja, wenn ich da draußen Kontakt mit Wesenheiten aufnehme, weißt du, damit will ich nichts zu tun haben. Manche würden nicht einmal daran glauben, aber es gibt trotzdem ein Interesse an solchen Dingen. Nur gibt es unterschiedliche Begründungen. ESP, übersinnliche Kräfte und so weiter. Aber wenn du über Wünschelrouten gehen sprichst, scheint das nichts zu sein, wobei man Geister kontaktieren würde. In der Bibel heißt das Wahrsagerei. Das Ouija-Brett ist ein Wahrsagegerät. Wahrsagerei benutzt irgendeinen physischen Gegenstand, der es dir ermöglicht, dich auf die Geisterwelt einzustellen. Stellen wir uns beim Wünschelrotengehen wirklich auf die Geisterwelt ein? Ja, wir können es ganz einfach beweisen. Ursprünglich war es so, dass man eine grüne Weidenrute nahm und über den Boden ging, und plötzlich geht das Ding nach unten. Sie würden sagen, es ist die Feuchtigkeit im grünen Zweig, die vom Wasser im Boden angezogen wird, und deshalb, du weißt schon, irgendeine magnetische Anziehung. Doch bei einem guten Routengänger wippt diese Rute auf und ab und sagt dir, wie tief du bohren musst. Sie wippt auch auf und ab und sagt dir, wie viele Gallonen pro Minute der Brunnen liefern wird. Wenn du in Frankreich routest, wird sie dir sagen, wie viele Liter pro Minute und wie viele Meter tief du bohren musst. Also wird Information übermittelt. Und außerdem wissen wir inzwischen, dass man nach allem routen kann. Man kann nach vergrabenem Schatz routen, nach Öl, ein Routengänger, der in Kennebunkport, Maine routete. Sein Name war Henry Gross. Nun, das ist dokumentiert, richtig? Ja, das ist dokumentiert. Du gehst nach Kennebunkport, Maine, und du wirst eine Plakette finden, auf der steht: In diesem Raum hat Henry Gross
am 22. Oktober 1949 3 Süßwasserkuppeln ausgeroutet. Und er nennt dir ihre Namen auf einer Karte von Bermuda, einer Insel, auf der angeblich keine trinkbaren Süßwasserquellen existierten. Auf Bermuda, am 7. Dezember 1949, fand Henry die Kuppeln so, wie er sie in Kennebunkport ausgeroutet hatte. Es wird dir gesagt, welches Wasser sie lieferten und so weiter. Tatsächlich waren Grundwassergeologen über Bermuda gegangen und hatten gesagt, dort gebe es kein Wasser und man müsse es per Schiff heranbringen oder man müsse es aus Regen auffangen. Nun, hier ist ein Mann, der über einer Karte von Bermuda routet, vielleicht etwa 1500 Meilen entfernt oder so. Nun sag mir die Beziehung zwischen Linien, die auf einem Stück Papier als Karte von Bermuda gezeichnet sind, und dem, was tatsächlich dort drüben unter der Erde ist. Dafür gibt es keine wissenschaftliche Erklärung. Es gibt keine physiologische Verbindung. Es gibt keine wissenschaftliche Begründung, die das erklären könnte. Nun, Tom, auf der einen Seite würdest du sagen, es wäre wirklich leicht, in so etwas hineinzurutschen. Weißt du, ich kann mich erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren in der Armee war, haben wir mit Hypnose herumexperimentiert. Wir konnten mit Hypnose erstaunliche Dinge tun. Du konntest einen Kerl steif wie ein Brett machen und seinen Kopf auf eine Pritsche legen und seine Fersen auf die andere, und du konntest dich draufsetzen. Nun, das könntest du unmöglich schaffen, wenn du nicht in einem hypnotischen Zustand wärst. Alle möglichen erstaunlichen Dinge passierten. Dann musst du dich fragen, was steckt dahinter? Es scheint nicht normal zu sein. Übrigens werden all diese Dinge in der Schrift erwähnt. 5. Mose 18 zum Beispiel. Und sie sind in der Bibel absolut verboten. Also, es ist so leicht. Du lässt dich auf Seminare über positive Geisteshaltung ein. Erfolgsmotivationstraining am Ende. Zum Beispiel, hier ist ein Highschool-Schüler, der zu mir kommt und sagt, Mr. Hunt, ich belege in der Highschool einen Wirtschaftskurs. Und der Lehrer sagt mir, schreib auf ein Stück Papier meinen Ehrgeiz. Will ich Chief Executive Officer oder Vorstandsvorsitzender werden? Was will ich sein? Verkaufsleiter? Wie viel will ich verdienen? Schreib es auf ein Stück Papier, leg es unter mein Kopfkissen und schlaf darauf. Und das wird es eintreten lassen. Na, Moment mal. Welche Kraft tut das? Also passiert Folgendes. Du fängst an zu glauben, dass es irgendeine Art von Kraft in deinem Unterbewusstsein gibt. Oder sie haben alle möglichen Erklärungen. Irgendein universeller Geist da draußen. Und du kannst dich darauf einstimmen. So funktionieren religiöse Wissenschaft, Science of Mind und so weiter. Diese Dinge. Und ehe du dich versiehst, hast du angefangen zu glauben, dass es irgendeine Kraft oder irgendeine Macht gibt. Irgendeinen Geist. Es ist egal, wie du es nennen willst. Eine höhere Macht. Es ist nicht der Gott der Bibel, aber etwas, dem du dich nun hingeben willst. Und du willst dich mit diesem Ding in Einklang bringen, damit du es für deine eigenen Zwecke benutzen kannst. Das ist die Lüge der Schlange im Garten. Und dann, ehe du dich versiehst, bin ich ein richtiges kleines Gottwesen. Ich kann benutzen, was ich für übernatürliche Kräfte halte. So wird ein Mensch sehr leicht da hineingezogen. Nun, wie würden Sie sich davor schützen? Nun natürlich, wenn Sie die Bibel kennen, würden Sie wissen, dass es nicht biblisch ist. Und Sie werden davor gewarnt. Aber selbst wenn du die Bibel nicht kennst, würdest du merken, Moment mal, das ist nicht normal. Hier geht etwas vor sich. Ich gehe zu einer Handleserin. Komm schon. Du willst mir sagen, dass Linien in meiner Handfläche da sind und dass sie mir sagen werden, was passieren wird. Astrologie. Du meinst, die Sterne werden mein Schicksal bestimmen und so weiter. Lesen in einer Kristallkugel. Du meinst, Moment mal, wir haben heute einen Wissenschaftler und er bringt Menschen bei, wie sie ihre Verwandten in einem Spiegel sehen können. Sie haben das im Fernsehen gemacht, tatsächlich demonstriert. Und plötzlich kommt dein toter Verwandter. Sein Bild ist in einem Spiegel, Spiegelstarren. Wenn du anfängst, dich auf diese Dinge einzulassen, merkst du, a, es ist nicht normal. B,
Da ist eine echte Kraft. C. Du fragst dich, was ist das? Vielleicht sollte ich mich besser nicht darauf einlassen, weil diese Kraft vielleicht eine Intelligenz hat und mich aus irgendeinem Grund da hineinzieht. Und ich wäre ein Narr zu glauben, ich könnte diese Kraft benutzen. Nein, sie saugt mich hinein, damit sie mich benutzen kann. Ich sollte schnell zurückrudern und mir Fakten dazu besorgen. Und genau das versuchen wir in diesem Programm zu tun. Sicher. Skepsis. Ich meine, Nichtgläubige haben eine gesunde Skepsis, sogar bis zu dem Punkt, dass sie die geistliche Welt leugnen, was wir heute hier ganz sicher nicht tun. Aber gibt es ein Kriterium, um zu entscheiden, ob etwas okkult ist? Und wie können wir am besten unterscheiden, ob Dinge, die nicht so offensichtlich sind, wirklich okkult sind oder nicht? Viele unserer jungen Leute sind hineingeraten, und leider auch ältere, in psychedelische Drogen. Ich habe mit so vielen von ihnen gesprochen, die ich interviewt habe, und wir behandeln das ziemlich ausführlich in diesem Buch und in anderen Büchern. Aber hier sind ein halbes Dutzend Jungs oder Mädchen in gemischter Runde, die LSD genommen haben, und sie sitzen zusammen in einem Raum. Plötzlich erleben sie alle dasselbe Abenteuer, in derselben Landschaft. Sie sind alle zusammen dort. Nun sag mir, wie kommt das zustande? Außerdem gibt es eine Philosophie, die durchkommt, und sie kommt überall auf der Welt durch, ob unter Hypnose, im Yoga oder unter Drogen. Die ganze Idee von Drogen heißt in der Bibel Zauberei. Und die Idee ist, Kontakt mit Geistwesen aufzunehmen. Die Native Americans, die First Nation People, die Aborigines oder wie auch immer du sie nennen willst, die Amerika bewohnten und deren Nachkommen heute hier leben, haben nach den Gesetzen Amerikas das Recht, Peyote als religiöses Ritual zu verwenden, und sie nehmen Kontakt mit Geistwesen auf. Also, die Welt des Okkulten, das müssen wir verstehen, hat nicht mit irgendeiner Kraft zu tun, die dem Universum innewohnt. Sie hat mit Geistwesen zu tun. Denn es wird Information übermittelt. Und dahinter steht ein Zweck. Dave, zurück zu diesem Kriterium aber. Zum Beispiel, du hast Wünschelroutengen benutzt und du hast uns einfach durch Logik, durch Vernunft geführt, dass da etwas dahinter sein musste, das nicht einfach irgendeine Physik oder Chemie war, die wir nicht verstanden. Da ist mehr Information im Spiel. Also ist das, was du sagst? Die Bibel verurteilt das. Ich will gleich ein paar Schriftstellen durchgehen. Aber mein Punkt ist, wir müssen erkennen, dass wir unseren Kopf benutzen müssen. Wir müssen die Schrift erforschen, aber wir müssen Dinge auch vernünftig und rational überprüfen. Absolut. Wenn du zu einer Wahrsagerin gehst und sie dir irgendwelche geheimen Informationen oder so etwas gibt, musst du dich fragen, woher kommt das? Sie sagen dir, was passieren wird. Na, woher wissen sie das? Ist mein Schicksal vollständig festgelegt? Und wenn ja, warum wissen sie das und ich nicht? Und woher kommt diese Information? Du solltest dir ein paar harte Fragen stellen, denn du kannst dann versklavt werden durch das Verlangen, zur Wahrsagerin zurückzugehen, um mehr herauszufinden. Und ehe du dich versiehst, wirst du in eine Abhängigkeit von dieser Macht hineingezogen. Und genau das will sie. Und dann brauchst du Gott nicht, du brauchst die Bibel nicht. Aber jetzt hast du einen Ersatz. Und das ist Satan selbst. Und er ist derjenige, der dahinter steht. Und ich glaube nicht, dass du rational, wenn du das untersuchst, zu irgendeinem anderen Schluss kommen kannst. Die meisten Verurteilungen davon finden wir im Alten Testament. Aber es wird auch vom Neuen Testament gestützt. Lass mich einige dieser Schriftstellen durchgehen. 5. Mose 18:10-14. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Ein zeitgenössisches Beispiel dafür ist dieses Feuerlaufen. In letzter Zeit haben wir nicht mehr so viel davon gesehen, aber eine Zeit lang war es ein großer Trend. Und Leute, die diese Erfahrungen gemacht haben, würden sagen, wow, dieses Erlebnis, wenn ich das kann, kann ich alles, alles steht mir offen. Nun, es ist nicht ganz genau dasselbe, aber es gibt eine Verbindung, meinst du nicht? Also, weiter mit der Schrift. Oder einer, der Hexerei treibt, oder ein Wahrsager, oder einer, der Zeichen deutet, oder ein Zauberer,
oder einer, der Beschwörungen wirkt, oder ein Medium oder ein Spiritist, oder einer, der die Toten heraufbeschwört. V12. Denn alle, die diese Dinge tun, sind dem Herrn ein Greuel, und wegen dieser Greuel vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir. V13. Du sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Nationen, die du vertreiben wirst, hören auf Wahrsager und Zeichendeuter. Aber dir hat der Herr, dein Gott, so etwas nicht gegeben. Andere Gebote. 3. Mose. Wendet euch nicht an Totenbeschwörer oder an vertraute Geister. Sucht sie nicht, um euch durch sie zu verunreinigen. Ich bin der Herr, euer Gott. Nun, das sind alttestamentliche Stellen. Jemand würde sagen, ja, aber das war unter dem Gesetz und das war das Alte Testament. Aber wir finden im Neuen Testament Galater 5,20 Götzendienst, Zauberei, Hass, Zwietracht, Eifersucht, Zorn, Streit, Spaltungen und Irrlehren. Das alles wird verurteilt. Apostelgeschichte 19,19. Auch viele von denen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie rechneten ihren Wert zusammen und die Summe betrug 50.000 Silberstücke. Warum würden sie das tun, wenn es in Ordnung wäre? Wenn Gott im Neuen Testament sagen würde, ach macht euch keine Sorgen, das war nur so ein alttestamentliches Ding. Nun, Gott hat gesagt, du sollst keine anderen Götter haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Also hat das Okkulte mit irgendeiner Macht zu tun, die Gott ähnlich ist. Es ist keine normale menschliche Eigenschaft. Und wenn sie versuchen zu sagen, das sei ein Potenzial, das wir alle haben, Moment mal, komm schon, das ist nicht natürlich. Nein, wenn es natürlich wäre, warum zeigt dann nicht jeder das ganz natürlich? Nein, du musst dich darauf einlassen. Du musst dich dieser Macht hingeben, und sie kann in vielen Formen zu dir kommen. Nun, ich kann dir sagen, dass die Hexendoktoren, die Medizinmänner erkennen, dass es eine Geisterwelt gibt und dass es da draußen Geister gibt, die sie führen und die sie bevollmächtigen. Du kannst es nicht als irgendeine Art von Kraft erklären. Eine Kraft hat keine Intelligenz. Eine Kraft übermittelt keine Information. Information wird über eine Telefonleitung übertragen. Aber jemand spricht an einem Ende und jemand hört am anderen Ende. Das entsteht nicht durch elektrischen Strom an sich. Das ist einer der lächerlichen Teile dieser Star Wars-Kraft. Mit einer dunklen Seite und einer hellen Seite und so weiter. Nein, das ist nicht rational. Also musst du zu dem Schluss kommen, dass da irgendeine Entität ist, irgendein Wesen, irgendein Geist, weil es nicht physisch ist. Übersinnliche Kraft ist nicht physisch, die dahinter steht. Und es ist ganz sicher nicht der Gott der Bibel, der uns davor warnt. Und Dave, manche Leute würden sagen, weißt du, ich habe mit Ouija-Brettern herumgespielt und es ist nie etwas passiert. Ich habe mich darauf eingelassen und es war ein bisschen Zeit- und Geldverschwendung. Aber es gibt da draußen viele Zeugnisse von Menschen, die nicht nur in eine Falle geraten sind, sondern bei denen die Knechtschaft, die Zerstörung in ihrem Leben für manche, die nicht zu Christus gekommen sind, bis heute andauert. Der Exorzist basierte auf einer wahren Geschichte. Und tatsächlich ist diese Person durch ein Ouija-Brett da hineingeraten. Also wenn ein Ouija-Brett nichts ist, was ist dann der Sinn? Wenn es irgendeine Kraft hat, dann solltest du besser herausfinden, was diese Kraft ist. Was ist der Sinn, einem Ouija-Brett Fragen zu stellen oder bei ihm nach Führung zu suchen? Ich meine, das ist lächerlich. Also vermutet die Person, die überhaupt anfängt, das Spiel zu spielen, zumindest. Vielleicht ist da etwas. Und du solltest dich davon fernhalten, weil Gott dich gewarnt hat, dich davon fernzuhalten. Nun, der Grund dafür ist, dass es einen Feind der menschlichen Seele gibt, einen Feind Gottes, und sein Name ist Satan, Luzifer, der Teufel. Er wird mit einer Reihe von Namen bezeichnet, und er will die Seelen der Menschen verdammen, und er ist darauf aus, sie mit denselben Lügen zu täuschen, mit denen er Eva getäuscht hat. Und die Hauptlüge war, ihr könnt sein wie die Götter. Darum geht es bei übersinnlicher Kraft. Du kannst Kontrolle über dein Leben gewinnen. Du kannst dich selbst heilen. Du kannst reich werden. Du kannst bekommen, was du willst. Du kannst Dinge finden oder Brunnen lokalisieren. Oder du weißt schon, was auch immer.
Du würdest denken, es ist wunderbar, dass ein Mann über der Karte von Bermuda routet und 3 Brunnen findet. Ist das nicht großartig? Ja, aber Moment mal. Das bringt einen Menschen dann dazu, an diese Kraft zu glauben und schließlich wirklich zum Diener dieser Kraft zu werden, statt zum Diener Gottes. Und Diener, hier unterstrichen, wirklich Knechtschaft, wirklich gefangen. Menschen steigen da ein wegen eines Machtgefühls, aber sie werden zum Opfer. Du schaust zu ihr auf wegen Führung, du schaust zu ihr auf wegen Hilfe, statt zu Gott zu schauen. Dave, weißt du, wieder. Es gibt Leute, die das entweder abtun oder sagen, es sei keine große Sache. Oder sie probieren hier ein bisschen und dort ein bisschen herum und so weiter. Sicher, sie sind vielleicht nicht in dem Maß betroffen wie manche. Ich meine, Leben zerstört. Aber ist das nicht ein Konditionierungseffekt? Führt das nicht auf etwas hin? Wenn ich das erkannt habe und vielleicht irgendwie skeptisch war, aber plötzlich sehe ich eine neue Variante davon, etwas, das mich anzieht. Konditioniert mich das nicht, wenn ich darauf einsteige für irgendeinen großen Gewinn später? Nun, wonach die Person sucht, ist der Magieeffekt. Das scheint sich selbst zu bestätigen als etwas Begehrenswertes, etwas, auf das ich mich einstimmen will oder etwas, worauf ich schauen will. Und die Bibel sagt, dass ein Mann kommen wird, der Antichrist, der ultimative Demonstrator all dieser Macht sein wird. Es heißt, er kommt mit aller Verführbarkeit unter der Gerechtigkeit, mit aller Macht Satans, um die Welt zu täuschen. Wenn also ein Mensch von Magie beeindruckt ist, weißt du, von scheinbar Übernatürlichem, aber es ist es nicht. Wir müssen immer noch zum Unterschied zwischen übernatürlich und natürlich kommen. Tatsächlich ist das Naturalismus, aber es scheint übernatürlich zu sein. Dann wird er, wenn ein Mann aufsteht, der das Ultimative darin kann, ihm folgen. Also ja, die Welt, denke ich, wird auf etwas vorbereitet. Und es ist erstaunlich, wie viele Filmschauspieler und Schauspielerinnen, wie viele Prominente, Sportler und so weiter. Ich meine, schau schon nur abergläubisch zu sein wegen der Zahl 13. Und es gibt viele Hotels, da fährst du mit dem Aufzug hoch und es geht von 12 auf 14. Es gibt Leute, die würden nicht unter einer Leiter durchgehen. Manche Starathleten haben ein bestimmtes Shirt, von dem sie glauben, wenn sie das tragen, oder, du weißt schon, einen Hasenpfoten-Glücksbringer, oder es gibt alle möglichen Wege, wie du hineinbezogen werden kannst. Irgendeiner Macht da draußen zu vertrauen oder sie zu fürchten, die nicht von Gott ist. Und dann, wenn dieser Mann, der ultimative Demonstrator davon auftritt, wow, er hat die Aufmerksamkeit der Welt. Weißt du, man würde denken, wenn das legitim wäre, ich meine, es gibt das seit jeher, dann hätte sich hier etwas entwickeln müssen. Es gäbe eine Person oder es gäbe jemanden mit übersinnlichen Kräften, der das bis zu einem Punkt der Stabilität entwickelt hätte, dass er es kontrollieren kann. Wir haben keine Beispiele dafür. Wir haben einige Leute, die als solche angepriesen wurden, die diese oder jene Kraft hätten, was auch immer. Aber wir sehen nie Beständigkeit. Wir sehen nie etwas, das wirklich kontrolliert ist. Aber wir sehen zerstörte Leben. Sie arbeiten daran, in den Laboren von Harvard bis Stanford. Sie versuchen es sehr intensiv und sie können einige erstaunliche Kräfte demonstrieren. Aber du hast recht. Es ist sehr launisch. Du kontrollierst es nicht. Es kontrolliert dich.